ich war gerade irgendwie am Handy. Bin ich noch da? Kann mal einer was schreiben? Bin ich noch zu sehen? Das ist Wendezeit Hannover, genau. Das sind über 10 Minuten. Der andere Kanal ist neben dem der ist Freier Schneemann, kannst du eingeben, klein. Der hat weniger, aber das ist... ja. Genau, wir haben irgendwie war mein Handy gerade abgestellt. Oh ja, aber nach hast du gefunden? Ja, das kann am Ende sein. Das ist ja, hast ja Zeit. Das ist ja nicht. Wir haben noch keine Infos aus dem Gerichtssaal. Wir gehen noch mal ein bisschen rum, wir sehen uns gleich noch. Ne? Die sind alle verteilt jetzt gerade, okay, aber hast du, nee, du weißt ja, du hast ja den Kanal, warte mal, da kann man nichts reinschreiben. Wie können wir das machen? Du findest mich bestimmt, oder? Das ist ja ein bisschen mühselig, ne? Ohne die ganze Zeit das zu filmen. Ja, das stimmt, aber ich wurde gebeten, nicht aufzuhören. Ja, dann, ne? Müssen wir weitermachen. Ja, von Ihnen ist da jemand. Also du findest uns wieder. Wir müssen ja morgen auch weiter. Okay, gut. Weil wenn die sind nicht aber aus Deutschland sind viele gekommen. Ja, wir sind auch. Wie ich hier schon gesagt habe, meine Kumpel soll nicht schön. Ich will nochmal okay, es wurde gerade darüber gesprochen, dass ganz viele Engländer eigentlich aber das haben wir gestern ja schon, dass die einfach gar nicht Bescheid wissen. So, wenn die anderen jetzt wiederkommen, komm auch wieder hierher dann. Ja. So langsam muss ich pipi. Moment, laufe mal. Okay, yes. Speak a few words. Yeah, of course. Warte mal, ich filme mal kurz hier. Ich will das Mau jetzt mal endlich. Das ist der Chefdirektor von Felix ist jetzt hier live. Hi, he's here. What is your feeling today, sir? Well, it's a mixed feeling. It's the gravity of the situation, of course, is unescapable. I was so sad to hear at the beginning of the trial here that once they're in, we don't have to do that again. The facts will be re-hearing it. Yeah. Yes, there's yes. Right.
waiting for the few cars to start to do the video. Jetzt sind die Buchstaben gekommen hier, die Song-Buchstaben. Ich gehe gleich mal darüber. Die sortieren sich noch. Also sehr, sehr viele aus Deutschland sind hier. Wirklich, also Hammer. Sehr viele aus Deutschland. Toll. Wir haben keine Ahnung, wie lange das jetzt noch dauert. Ich werde jetzt gleich mal den Livestream beenden. Und eventuell nachher einfach dann nochmal ein Video machen. Also ganz sicher sogar. Wir haben Claudia im Gerichtssaal, die uns dann, wenn alles gut geht, berichten kann von der Anhörung. Da werde ich dann einfach ein Video machen nochmal. Es ist jetzt ziemlich kalt. Yeah, that's not so. Not like
gucke noch mal ganz kurz da hinten, ob ich jemanden finde, der weiß, was drinnen vor sich geht. Also die haben das ganz toll aufgemacht. Arrest the Prime Minister! Ja, falls ich jetzt gleich nicht mehr live bin, werde ich auf jeden Fall noch Videos machen und Infos weiterleiten, ja? Kann man da in das Soho gehen? Hallo! Grüß dich! Sorry. Okay. Ja, schön da zu sein. Schön. Darf ich dich kurz in Livestream Wendezeit Hannover rein? Gerne, gerne. Sag doch mal bitte, wer du bist und warum du hier Hallo, mein Name ist Guy Dawson und ich bin da, um für Julian Assange beizustehen. Ich würde gerne mal auch ein Lied singen. Ich glaube, da wird irgendwann mal hier eine Bühne sein, entweder heute oder morgen. Und hoffentlich kriege ich dann meinen Auftritt hier. Und wenn nicht, dann bleibe ich einfach so hier und zeige einfach meinen Beistand zu Julian Assange. Und ja, wir wollen, dass er freikommt heute oder morgen. Ja, du kannst auf jeden Fall hier auch so spielen, glaube ich. Bitte? Einfach, du kannst hier einfach loslegen mit Spielen. Du kannst einfach die stellen, ne? Würde ich sagen. Kannst du machen. Ja, toll, dass du auch da bist. Verstärkung Super, eigentlich. Guy Dawson ist da. Schön, wunderbar. Okay. Danke dir. Danke. Bitteschön. So, das ist schon mal schön. Wir haben hier auch Musiker jetzt vor Ort. Ne? Ich wusste nicht, dass Guy Dawson kommt. So, hier ist jetzt richtig gute Stimmung. Die Zeit wird verrückt. Okay. Wir haben ein Zimmer auf. Wichtig ist dann mal eine Toilette oder sowas. Man kann hier nicht heimlich. Deswegen trinke ich auch nicht mehr jetzt. Ich glaube, dass heute die beste Möglichkeit ist, weil wir danach noch den Umzug machen. Ja, von da aus. Morgen gibt es noch einen Umzug nach der Kundgebung hier und nach der Demo hier zu Downey. Wenn der Schneemann raus Ich muss jetzt gleich mal die Zusammenhänge Was soll man noch machen? Ich bin so altmodisch, ich bin mit Geld auf den Bus gegangen, ja, musste mit Bargeld bezahlen und nichts.
Guy Dawson ist hier. Durchfragen erstmal überhaupt zu finden. Möchte gerne hier spielen. Das wäre natürlich großartig. Benutze meine Visakarte nicht. Vielleicht kann er auch morgen auf der Bühne spielen. Wenn nicht einfach hier zwischen den Leuten. Ich lasse das lieber nicht. Ich wüsste. Steht hier gerade, hat geschrieben, Wiedergabe ist nicht möglich. Das heißt, ihr könnt mich hören und sehen oder nicht? Front cover of GQ. After that goes on, you have to believe so further. You're basically thinking about things that I guess I should think about. Und weil ich bin weil du sagst 30 Jahre, ich bin ja aus der Ostzeit. Ja, genau. Vielleicht machen wir doch eine ganz kleine Schneemänner mit Würde-Aktion. Anna. Wenn sie wiederkommt. Seht ihr jetzt was hier beim Livestream oder nicht? Ich habe das gerade nicht verstanden. Alles grau und alles schmutzig. Die Bäume mit den schwarze Hände. Und ich dachte so, was sie da waschen wollen, waschen die Fläche, was ist hier los? Und das Gefühl ist, wenn du erkennst, dass du manipuliert wirst. Also, das ist so, wie sich eine Frau fühlen muss, wenn sie vergewaltigt ist. Wenn sie erkennt, oh, ich bin vergewaltigt worden und so. Ja, die haben dieses Gefühl, die haben den Schrecklich. Die haben den Osten gepackt. Ah, okay. Super, dann ist es vielleicht nicht in die Videos gewesen. Danke. Ihr könnt gerne den Kanal Wendezeit Hannover abonnieren bei YouTube. Falls ihr das noch nicht habt. Wenn man die Antifa schneidet und ja, wir müssen stellen wir uns dazwischen und reden mit denen. Mache ich vielleicht doch eine kleine Aktion. Warum nicht? Ich wollte mir nur noch niemand Ja, ja. Wenn du Danke. Wir machen gleich eine Mini-Schneemänner mit Brüdern. Das ist noch in Englisch machen und so, denn wir wollen das in mehreren Sprachen machen. Deutsch haben wir schon. Range was thinking. Ja, vielleicht gibt es ja sogar mal eine Pause dann drin.
Es ist jetzt 12:30. So circa 2 Stunden jetzt. Hier, dass Stella und die Anwälte und die Zuhörer reingegangen sind. Vorher hatten wir hier sehr berührende und intensive Redner. Aber der hat nicht Prisoner drauf. Nee, soll er auch nicht. Er soll draußen bleiben. Wir machen das ja mit dem Spiel, weißt du? Also es ist jetzt Schackelnummer. Haben wir auch nicht, weil wir ja, das ist jetzt Hier Rissi bereitet sich vor jetzt gerade auf unsere Mini-Schneemänner mit Würde-Aktion. Sie zieht jetzt orange an, wir warten jetzt auf Anna und noch irgendjemand vielleicht. Sind die anderen Mädels alle noch so hier, super. Sorry, es wackelt jetzt ein bisschen, weil wir gerade hier was vorbereiten für eine kleine Aktion. Du hast ja letztes Mal nicht mitgeschafft, weil das an deinem Plan, ne? Genau. Sie ist gleich fertig angezogen. Ich komme gleich wieder. Hier, ich hole mal jemanden, den ich noch Ich suche noch einen Schneemann, den ich jetzt für Schneemänner mit Würde Mini-Aktion hier benutzen kann. Moment. Hier, so. Möchtest du gerne mal kurz ein Schneemann mit Würde sein? Bitte. Wir suchen einen. Einmal kurz. Yes. Sagst du mir deinen Namen nochmal? Was hast du? So, Achtung. Ich habe jemanden gefunden. Sobald Anna wieder da ist, kann es losgehen. Jetzt habe ich gerade einen Anruf bekommen von Claudia von drinnen, aber ich konnte jetzt nicht rangehen. Vielleicht was weiß. Das ist sein. Ach so, wie steht das in der Schlange? Das dauert ein bisschen. Das ist so nett. Die Ronja ist wieder da, die soll hier sein. Zusammen weg gerade. Wird sie gleich auftauchen. Genau, du musst jetzt in den Das ist ja nicht wirklich nur für uns, weil da stellt sich die Frage, ob die Briten das verstehen werden. Ne? Das ist ja egal, das ist ja für. Also, naja, es geht ja darum, dass es kommt ja Nein, das ist alles gut.
Yeah, you can borrow mine. Der Ton ist weg, höre ich gerade. Ist das so? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Was sind ja? Ach, da bist du. Wer will denn noch? Wenn du nicht so gerne willst, einmal kurz stehen als Thema. Du musst, wenn du willst. Ja, ja, ganz gut. Oh, danke, Ton. Wenn du nicht willst. Sei gegrüßt. Wie heißt du nochmal? Cynthia. Cynthia, na klar. Er ist extra gekommen. Er ist aus London. Nein, es ist ein Zufall. Ja. Okay. Du, wenn du nicht willst, Anna kommt gleich wieder und würde es auch machen, ne? Wenn du jetzt nicht willst. Ich sag nur. Ne? Kannst du dann mal... Jemand muss aber filmen, ne? Ich muss es filmen. Es würde jetzt Cynthia, ich meine, Anna würde auch gerne, ne? Aber wir haben jetzt keinen Weißen mehr. Sie hat ja schon mal als Schneemann gestanden, eine Stunde, Anna. Wir machen nicht lange, ne? Das ist einfach jetzt nur mal... Ich wollte schon immer bei den Schneemannern mitmachen. Ja, siehst du, das ist sehr gut. Wir haben das ja auch auf Deutsch. Ich habe euch nur sonst sehnsüchtig nur zugucken. Bei den Deutschen. Es ist irgendwie gerade so unruhig hier. Claudia hat mich gerade angerufen, aber ich konnte nicht rangehen aus dem Gerät. Ja, wenn du Claudia mal anrufen könntest, das wäre super. Entschuldige. Kommst du bei? Die Guy Dawson ist auch da, hast du mitgekriegt, ne? Nein, wo ist hier? Ja. So, hier ist irgendwie ziemlich unruhig gerade geworden. Also mittendrin jetzt. Lass uns doch. Vielleicht hier noch This for you, Julian. Ja, du musst, ihr müsst dann noch irgendwie versuchen, die Kapuze, du hast lange Haare. So, jetzt. Alles gut, it's nice and warm. Die Autos. Die Autos. Ja, okay. Gute Idee. So, Moment. Das ist jetzt, Moment. Ihr müsst irgendwie die Kapuze versuchen, das gehört dazu. Ja. Das ist egal. Die Kapuze versuchen aufzuziehen, das gehört dazu. Das ist halt so. Ich weiß, mit den Haaren, mit euren Haaren ist das doof und den Kapuzen da, ne? So gut wie es geht. Yeah. Wir machen eine Mini-Schneemänner mit Die Jacke mal aus. Kannst du auch machen. Weil sonst, achso, du machst Hier Cynthia hat heute ihr, wie heißt das, Debüt als mein erstes Mal Schneemann. Chrissy auch. Darf ich reden? Nee, reden, nein, wir machen nicht lange, ne? Einfach nur
hier an der Straße, das ist eine gute Idee. Vielleicht nebeneinander. Du in der Mitte. Kannst du das kurz Yeah. Ganz liebe Grüße an Cynthia, Chris, Ronja, Guy. It's only when other people break, you don't like. Grüße zurück! Grüße zurück! Break the law, it's not a problem. So, Moment. It's just so Du kriegst das obvious what's going Schild, on du in das. Gaza and- Dann kann es eigentlich losgehen. So, bist du soweit? Die Kapuze musst du noch aufziehen. Und dann kommt mal her. Das, genau, du musst in die Mitte. Das ist super. Wenn du dich hier hinstellst. Und einer hier, einer hier. Er redet noch. Soll ich die andere abmachen lieber? Ja, wenn es geht, super, so ist gut. Kann ich gleich noch unsere Mahnwache heute ankündigen. Das ist so ein bisschen mit dem so, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Darf ich dich kurz entführen? Das steht hinter dir. Ich muss ihn kurz entführen, du darfst gleich weiterreden. Du musst kurz mitkommen. Ja, ja. So, einer fehlt noch, er redet. Wir haben jetzt eine kleine Mini-Schneemänner mit Würde-Aktion. Mini. Oh, Claudia, ich konnte nicht reingehen. Siehst du? Würdest du Fotos machen von denen gleich? Ja? Genau. Aber irgendwann steht danach. Oh Mann. Jetzt kann ich gucken. Danke. So, dann mach ich das. Ist okay. Danke, dass du mitmachst. Danke, dass du mitmachst. Und jetzt einfach ganz still hier. Ihr kennt es ja. Du machst. Achtung! Man muss aufpassen. Jetzt geht's dann gleich noch, ne? Wir haben hier Claudia jetzt auch wieder. So, okay, jetzt einfach in der Stille. Bitte ganz. Ja, du jetzt ganz still stehen, ja? Das ist so ein kleiner Eindruck jetzt. Das ist eine Mini-Aktion. Mach die andere Seite. So nach hier, dass du hier hin zeigst. Guck mal so. Sie sehen das dann drüben und Hammer. Ja, danke. Okay. So, die haben. So, wir haben jetzt eine kleine spontane Mini-Schneemänner mit Würde-Aktion hier vorbereitet. Die Rissi hat sich zur Verfügung gestellt. Cynthia und den Namen habe ich vergessen jetzt. Der ist spontan aus London zu uns gekommen. Normalerweise stehen wir natürlich mit mehreren in der Gruppe. So viele sind jetzt nicht hier mit in London. Wir haben heute in Hannover um 17:30 Uhr eine Schneemänner mit Würde-Aktion. Freiheit für Julian Assange. Orange in der Mitte, symbolisch für Julian Assange. Wir stehen eine Stunde normalerweise als Schneemänner mit Würde an verschiedenen Orten in Hannover in einer großen Gruppe. Ihr könnt gerne den Telegram-Kanal abonnieren, Freier Schneemann. Ich werde gleich fragen, gerade aus dem Gericht gekommen, was drinnen los war. Wir wollten eben nur kurz mal ein bisschen Werbung machen auf unsere Mahnwache heute in Hannover. Um 17:30 Uhr auf dem Opernplatz haben wir heute Mahnwache der Schneemänner mit Würde für die sofortige Freilassung von Julian Assange. Wir hoffen, dass sehr viele zum Opernplatz kommen. Vote with your feet. We have the power to unlock Julian's prison cell in our wallets. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Ihr könnt, wenn ihr wollt, stehen bleiben. Ihr könnt auch. Please come. So come. Fucking sense. Das ist hier irgendwie gerade.
rausgekommen. So. Oh, heute ist Streik in Hannover, höre ich. Ihr müsst dann zu Fuß hingehen. So, jetzt werden hier noch Fotos gemacht, der Schneemänner mit Würde. Wir haben jetzt einfach so, ich weiß nicht, ob du jetzt auch so, jetzt ist die Verbindung wieder da. Es war eben keine Verbindung. Ich finde, sie sehen gut aus. Auch in der kleinen Gruppe. Naja. Es werden ja auch Fotos gemacht. Ihr werdet fotografiert. Bleibt noch einen Moment stehen und dann könnt ihr aufhören. Ja, ich mache mal ein Interview mit Claudia. So. Okay, ich schalte jetzt mal um. Ich halte direkt auf dich. Warte, so, meine Liebe. Jetzt aber. So, sag mal. Eben war die Verbindung abgebrochen, aber jetzt, meine liebe Claudia, Ja. was war eine Überraschung, dass du im Gericht warst. Erzähl doch mal bitte, warum und wie hast du das geschafft und wie war's? Das war Zufall. Ich habe gesehen, dass sich da am Tor was tat. Dann dachte ich erst, kommt da vielleicht jemand raus oder so, aber nein, habe dann gesehen, sie haben nach und nach Leute reingeholt. Und dann habe ich gedacht, stelle ich mich doch mal hin und zack, war ich drin. Hammer. Und dann musstest du irgendwie deinen Pass und so vorzeigen? Gar nichts? Echt? Also man wird, das Gepäck wird, Rucksack und Jacke und so wird durchleuchtet, wie am Flughafen halt, Sicherheitskontrolle. Man wird dann so abgepiepst dann nochmal. Ich durfte aber sogar mein Wasser mit reinnehmen. Und dann ist da ein Tisch aufgebaut. Und ich habe ja immer gedacht, man muss sich anmelden dafür. Und die hatten so Listen da liegen. Ja, dachte ich auch. Dachte ich, naja, ich guck mal, wie weit ich komme. Und dann an diesem Tisch wurde ich nur gefragt, Public oder Presse? Ja, Public. Und dann kriegte ich so einen Schnippel, dass ich rein darf. Wow. Und dann mussten wir warten vor dem Court 3 war das. Und um 10 Uhr durften wir rein. Es ist aber nicht der richtige Gerichtssaal gewesen, sondern ein kleinerer Saal. Das sah ein bisschen aus wie bei Harry Potter mit Bücherwänden an den Seiten und so. Und es waren 2 große Fernseher aufgebaut. Ja. Und man konnte dann damit das im Gerichtssaal verfolgen, mehr oder weniger. Also da waren 2 Kameras dann. Einmal auf den Richtertisch, also dass man sie frontal sehen konnte und dann von der Seite. Ich habe Julian nicht gesehen. Ja, der ist angeblich nicht da, haben wir hier draußen erfahren. Ja, ich glaube das auch. Gründen wohl, aber wir wissen es nicht ganz genau. Okay. Ja, ich habe gedacht, entweder er ist nicht da oder sie haben die Kameras so aufgestellt, dass man ihn nicht sehen kann. Und was war jetzt, was haben Sie da besprochen? Hast du was verstanden überhaupt? Ich spreche ja nicht wirklich gut Englisch. Ja. Nur bedingt. Also 1,5 Stunden hat sein Anwalt, dieser oder wie er heißt, geredet. Ja, alles Mögliche, was wir auch schon wissen, welche Länder ihn unterstützen und über Menschenrechte und so weiter. Ja. Und jetzt zum Schluss hat ein Mr. Somerset, wo ich nicht weiß, wer das ist. Ja. Kenne ich nicht. Und dann bin ich auch gegangen, so nach 2 Stunden war die Konzentration dann auch hinüber. Ah, okay, alles klar. Die sind jetzt noch drin. Es Die ist sind jetzt noch auch drin. noch nichts weiter. Es wird Nein. einfach alles vorgetragen jetzt. Genau. Ja. Nacheinander. Ja, genau. Okay. Und Ach so. wie gesagt, neben mir saß eine Britin, die auch nicht wirklich viel verstanden hat. Und es lag nicht nur an meinem Englisch. Ich musste gerade mal ein Zeichen geben da hinten. Alles klar. Entschuldigung bitte, Claudia. Nein, Rede alles, weiter. Alles gut. Ja, Ja, gut. und
Aber ist absehbar, wie lange das jetzt noch dauert? Kannst du gar nicht einschätzen? Nein. Also die Leute, die da saßen, wussten das auch alle nicht. Auch nicht, wann es anfängt. Es hat ja erst um 10:30 dann auch wirklich angefangen. Und ja, keine Ahnung. Man kann also durchaus auch jetzt noch rein. Dieser Schnippel, den ich gekriegt habe, der galt für den ganzen Tag. Den habe ich aber jetzt gerade schon weitergegeben. Ja. Ach, jetzt geht jemand anders rein. Ja, An genau. wen hast du es gegeben? Ich weiß nicht, wie er heißt von Songül. Der saß mit Songül da, der mit den langen Haaren. Ah, okay, alles klar. Ja, ja. Ja? Ja, ja. Okay. Ja, der wollte Gut, jetzt okay. Das noch ist ja reingehen. super. Und ja, vielleicht versteht er ein bisschen mehr. Aber Ja. es war, ja, wie gesagt, für mich anstrengend zuzuhören, aber auch schön einfach das mal so mitgekriegt zu haben. Ja? Und am Anfang ist die Technik ganz oft zusammengebrochen, wo ich mich dann schon gefragt habe, ist das eine Farce irgendwie? Was hast du? Was ist zusammengebrochen? Die Technik. Ah ja, genau, das hat man ja schon ging auch dann bei dauernd Nils nicht. Melzer gelesen, dass das des Öfteren der Fall Ja, war. und ich habe Also, dann schon so gedacht, ja, vielleicht tun sie ihrer Pflicht Genüge, dass es ja öffentliche Verhandlung ist und dann geht die Technik nicht. Aber zum Schluss ging sie dann wirklich. Ja, Also, okay, alles gut. und es ist dann in der Tat nicht so, wie wir ja gelesen haben, oder ich zumindest in Deutschland, dass man sich hätte anmelden müssen, um hier reinzukommen. Das siehst du, dann stimmt haben die nicht. das aber trotzdem so angekündigt, vielleicht, dass nicht so viele reingehen. Man weiß es nicht. Also ich bin nach gar nichts gefragt worden, außer ob ich Presse bin oder Public. Okay, Wahnsinn. Und zack, Ja. war ich drin. Okay, alles klar. Gut, super. Danke, Claudia. Erstmal. So, die Schneemänner mit Würde da hinten, die Gäste, die fangen an zu quatschen da. Das geht natürlich nicht. Die Schneemänner stehen ja ganz still. Das ist ja... So ist das. Die wissen doch nicht so richtig. Ich habe mein Megafon nicht dabei. Ihr macht... Okay, einer ist ausgestiegen schon. Das ist egal. Brauchst du nicht. Ich glaube jetzt, dass du... Einmal ganz kurz, so lange gemacht werden. Nur noch kurz, ja, oder geht ganz laut. Ja, ja. Der ist halt ja wirklich richtig. Ja. So, also ihr habt es gehört eben, es ist immer noch so, dass... nur noch kurz, nur ganz kurz. Macht das super. Einigermaßen. Ja, das ist, wir brauchen noch eine Einweisung, eine richtige. Kann das. Oder frag du doch mal selber, ob sie noch länger da stehen wollen. Wenn nicht, dann können sie auch aufhören, weil sonst ist es jetzt. Jetzt. So, ihr habt es also gehört. Hier werden auch Fotos gemacht von den Schneemännern mit Würde. Ja. Es wird diskutiert. Oh, I'm sorry. Vielleicht gibt es noch ein Wechsel in der Performance. Weil das natürlich jetzt ein super Fotomotiv ist auch. Das ist ein super Fotomotiv, deswegen, ne? Bleib ruhig, so, das ist Hammer, so. Ja. Schön gerade, du musst geradeaus gucken. Ich sehe schon, ich weiß, ich bin kompliziert, was das angeht. Alle mal hergucken. Seele? Okay, also. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Die Freiheit. Ja. Du hast das Freiheit. super gemacht. Definitiv. Danke. Ist okay. Ist okay. Ich danke euch. Ne? Vielen Dank. Ich dachte schon, ich wäre die Hyperaktive. Nein, das war so ein schönes Motiv eben. Ich danke euch. Kannst du einfach, ich mache die gleich wieder in mein Rucksack rein. Oh ja. Sehr gerne. Ich habe jetzt nur gar kein Bargeld mehr da. Ich hol das, ich gebe dir auch. Ja, ich will dann irgendwann nochmal Geld kaufen. Ja, allerdings. Ihr könnt das dann auch hier reinmachen. Du willst noch ein bisschen stehen?
Oh ja, okay, ich gehe mal weg. Claudia! Vielleicht Claudia. Ja. Nee, aber alleine ja nicht. Alleine nicht. Ja, ja, dann mach doch. Ja. Danke dir. Weißt du, mein Chef? Ja. Dann nehme ich dann Claudia mit rein. Ich weiß, steht zwischen 20 Nächte. Also Claudia meint... Wolltest du? Ja, ja, wir wollen jetzt nochmal kurz. Das sieht auf jeden Fall von uns aus. Das ist nochmal anders mit den meisten. Also, das Wiedererkennungswert. Ja, das ist so. Ja. So, warte mal. Wenn du kurz entweder meinen Rucksack nimmst und wir machen Anna morgen nochmal. Und du stehst nämlich super. Dann könnt ihr ein bisschen länger stehen. Aber länger als 10 Minuten muss ich jetzt auch nicht unbedingt. So, reißt das, wenn ich den so zusammenkriege? Ja, kannst du es mal aufmachen und reinmachen einfach. Okay, sorry, ich habe den Kommentar gerade nicht. Du bist ja noch da hinten, irgendwie musst du die noch reinmachen. Weißt du? Erst so, also ja, das weiß ich auch nicht. Der hat halt so eine Maske auf, deswegen ist halt so. So was? Ja. Es sind wieder viele Leute dazugekommen auf jeden Fall. Ich denke mal, jetzt kommen die ganzen Londoner auch. Ja, die jetzt arbeiten waren oder Mittagspause haben oder so. Wir haben aber endlich warte mal, auch ein bisschen Musik hier. Ich muss das mal hier hochstellen. Ja, ist eigentlich klar. Frag doch mal, ob das ist ja auch so eine Regel. Nee, ich stehe jetzt auch wieder. Wenn ich einmal kurz Say hello to Germany. Okay, say hello to Germany. Hi, Germany. Why are you here today? My name is Number 6. I've been a big activist for Julian Assange. I've been doing this for the last 4 years. And today is the hearing, but You are from London? I was born and raised in London. We in London can't understand what's happening. We can't believe this is happening in England. The whole world don't understand. We don't understand it. But it shows that America runs our countries. Well, they can have the governments, but they can't have the people. The people is where the power lies. And we have to demonstrate this to these governments, puppet governments I must say, I'm sorry. They're all in hock with America, and now it's time to break free. Julian must be set free now. Thank you very Right much. now. Yes. Germany, Thank you. free Julian Assange. Thank you. Hast du schon gesehen, die Schilder aus Deutschland sind auch Ja, da? ja, habe ich schon beigegangen. Aber da waren sie noch nicht Wahnsinn, wie viele tolle Deutsche hier auch heute sind. Ah, okay. Deswegen gut jetzt. Das ist aber das erste. Oh Gott. Oh, gleich hat es. Ich habe mir ein Sweatshirt gekauft. Soll ich das in meine Tasche? Steht, passt rein. Nee, ist noch nichts rausgekommen. Die Verhandlung läuft noch.
Claudia wollte, sie hätte jetzt noch drin bleiben können, aber es ist wohl auch sehr anstrengend, allen zu folgen, hat sie gesagt. Es wird einfach nur angehört jetzt. Es redet halt jetzt einer nach dem anderen und es wird angehört. Ja. Also ich denke mal, wenn die Verhandlung für heute beendet ist, dann wird es auch nochmal Interviews geben, die werden hier nochmal sprechen, vielleicht ja sogar sein Anwalt, wer weiß. Das ist gut hier rein. Kannst du machen. Danke dir. Danke dir, Chris. Aktive Schneemann hier. Carsten, auch Ja, natürlich. Ja, viele neue Gesichter. Super. Toll. Wir bringen jetzt ein Konterbein. Ah ja. Drin war. Aber wer es nicht mitbekommen hat, Claudia war drin im Gericht und hat aus einem Nebenraum die Anhörung mitverfolgen können. Die Anhörung läuft aber noch. Es wurde nach und nach eben vorgetragen. Das, was wir eigentlich auch schon wissen. Und jetzt hat sie ihre Karte sozusagen weitergegeben. Jetzt ist irgendjemand anders reingegangen. Der dritte ist wie los hier. Ja, die Stimmung ist super hier, das stimmt. Wir sind jetzt wahrscheinlich auch Londoner gekommen, die vielleicht heute bei der Arbeit waren, haben wir gerade vermutet. You might go over it. It's the nature of a bully. Look, if I'm going down, all of you are going to go down. And the policy is that, yeah, we'll burn Taiwan, we'll destroy it. We have no, the US has no friends, only interests. See, I've got to say, Kissinger was capable of every now and again coming up with unparalleled truth bombs. Because and he knows why, because he's one of the bloody architects of it. It's a manual right now. Pardon? Get arrested.
ihr zuguckt, gerade irgendwas mitbekommen, ob irgendwie in den Nachrichten was kommt hier? Hat jemand was gesehen? Lauf mal hinter Cynthia hinterher, die sucht. Ah ja. Oh mein Gott, ich bin hier, Cynthia hier. Yeah, danke. Danke sehr. Kann mal irgendjemand... Also noch nichts, okay, danke. Noch nichts zu sehen. Irgendwie auch nicht irgendwie bei... Man kriegt doch immer so News oder sowas aufs Handy. Guck mal, der Ja, warte. Ich hoffe, er bekommt was mit. Ja, das hoffe ich auch, dass er was mitbekommt. Aber er ist nicht im Bericht. Er ist, so wie wir es jetzt hier mitbekommen haben, aus gesundheitlichen Gründen nicht. Kannst du ja mal aufmachen. Nicht dabei. Ja, egal. Prost auf Julian. Also hier ist auf jeden Fall was los. Der Guy draußen wollte gerne auch noch hier spielen. Vielleicht können die sich zusammen. Das ist jetzt wirklich richtig gute Stimmung hier. Sein Deckel. Ich hoffe, man bekommt was von der Stimmung hier mit. Das ist wirklich toll. Es sind viele aus Deutschland hier, wirklich viele. Die sind ja... Endlich Musik zum Tanzen. Hier kommt es nochmal kurz. Achtung. Sicher. Wen suchst du? Chris, Darmstadt Chris.
erinnern, da sitzen auch noch die Alex, die muss ich noch mal kurz Aus begrüßen. Wiesbaden, aus Mainz, überall kommen sie her hier. Da ist Stella groß. Okay, jetzt kommt Kommt offensichtlich auch noch nicht. Nee, noch nicht. Fehlalarm.
Assange! Free Assange! Free Assange! Free Assange! Free Assange! Free Assange! Ey, geil. Könnt ihr nicht wieder alleine? Sehr viel los jetzt hier. Könnten noch mehr sein, die Sonnenschlag natürlich hier. Aber ihr seid ja in der ganzen Welt verteilt. Ich weiß, dass ganz viele auch gerne hier gekommen wären. Das ist nicht wirklich wahr. Es ist ja auch wichtig, dass wir weltweit präsent sind. Okay, ich gehe jetzt noch mal da hinten hin. Wahrscheinlich ist da jetzt noch mal, wird sie noch mal was sagen oder so. Ich gehe jetzt noch mal, ich gehe noch mal da hinten hin. Ich gehe noch mal da hinten hin. Es kann sein, dass jetzt da ich gehe auch noch mal was mit. sagt. So, wir gehen jetzt nach hinten. We don't really have like
badges. A pound a time. 3 Palestine badges. Thanks very much, everybody. Thank you for continuing to be here all morning. Ich hoffe, ich komme jetzt ran, dass ich versuche von der anderen Seite ranzukommen. Oh, sorry. Oh, no. Ich wurde jetzt gerade hier weggeguckt. Ich muss andersrum gehen, Moment. Mal gucken, ob man was hört jetzt. Moment. Das ist sehr leise. Man kommt sehr schwer ran. Ist alles belegt jetzt. Man wird jetzt hier ein bisschen weggejagt, gerade von den anderen Journalisten. Ich versuche mal. Hier ranzukommen. Ich gehe nochmal auf der Rückseite lang. Every proceedings we've had in Julian Assange's case, there has been obstruction for serious delaying proceedings. Parliamentarians traveling from abroad cannot get into the courtroom. NGOs have not been able to observe what is going on. I want to ensure that Amnesty International Das ist kompliziert. Jetzt staut sich hier alles auf der Straße. Reporters Without Borders have been observing proceedings against journalists in countries around the world. They have never experienced anything similar as they've experienced here in the UK court system. So, what is all this about? Why is the system so obviously trying to keep the eyes away from what is going on inside here? Because of that, it is so important that all of you point a finger at the court and you tell them, we are watching you. The world is watching you. You cannot hide the travesty that has been going on against Julian Assange throughout all these years. There needs to be a change. There needs to be, in the end, justice. Justice for Julian Assange. Thank you so much for coming, because it's so important to have you outside here to bear witness. Those of you who are journalists, one of your main job is to bear witness to injustice. If you cannot stop it, at least bear witness. And what you are witnessing here in the case of Julian Assange is one of the gravest injustices that we've seen in latter times. And it will mark the end of journalism if he is extradited. He will not be able to continue in the same manner as before. So what is at stake for you journalists is basically your existential platform. So you have to fight. It's not activism to fight for the right to practice journalism. And for all of us, but not about the right for journalists to practice their job and have security. The real reason why they need security is to be able to provide you the information, the truth. It's about your right to know. That's what's at stake here today. These proceedings will continue this afternoon. They will continue tomorrow. Please stay here. Please voice your anger.
please tell this court how you feel about this travesty. And may I remind you that tomorrow after the proceedings, we will march to Downing Street and we will voice our opinion there. End this travesty. Free Julian Assange. Thanks very much, Kristen. Well, I was in one of the courtrooms this morning, one of the overflow annexes to watch that trial. At one point, the court proceedings had to be stopped in the main courtroom simply because the audio feed to the annex was insufficient for the journalists and the other observers to hear what's going on. Now, that's not a question of justice. It's just a question of competence to allow observers. Justice that is blind, justice that is behind closed doors, justice which is secret is no justice at all. Now we've seen speakers from around the world. There are people here from around the world to support Julian Assange. And it's a very great pleasure to introduce to you now Vince DiStefano from the sister organisation, the Assange Defence Campaign in the United States of America. Please give it up for Vince DiStefano. Brothers and sisters, I am the National Organizing Director of Assange Defense in the United States, and I come to you today in shame for my country, which is persecuting a man whose only crime is sharing the truth of the war crimes, misdemeanors, and calumny of the United States government. He sits just 12 miles from here in Belmarsh Prison, but he is vastly closer to the American Gulag 4,500 miles from here in Guantanamo Bay, created by my country to sidestep the principles that we hold dear, that we loudly proclaim to the rest of the world. The presumption of innocence, the equality before the law, a prohibition on torture and inhumane treatment, all of which have been denied to Julian Assange. Now I wish to address another individual who stands in the dock with Julian, who too will be prosecuted, who too will be denied justice. Who is that other unindicted co-conspirator? It is you. It is the people. It is your right to know that stands on trial in that courtroom. We cannot wait for the perverted British Jewish system or the perverted American government to provide us justice. Justice will only come when the voices of the people here and around the world are so loud that they can't ignore us any longer. Free Assange! Free Assange now! We will be here today. We will be here tomorrow. We will be here as long as the struggle continues until Julian Assange is free, reunited with his family, and should he choose to do so after his long ordeal, once again, inform, educate, and tell us what our governments wish to hide from us. Thank you all very much. As I said before, there is barely a human rights or civil liberties organisation on the globe which is not saying that this extradition should be stopped. Every single one of them realises the peril to freedom of speech and a free press because of the way that this is now being conducted. And I'm very glad now to welcome to the platform Alexis de Swave from the International Federation of Human Rights. Thank you. Hello to all of you.
I'm Alexis Dessoir, lawyer at the Brussels Bar and Vice President of the FIDH, the International Federation for Human Rights. The FIDH, it's 188 human rights organizations around the world, and we came to London today and tomorrow to support Julian Assange. Why? Because the case of Julian Assange is a human rights case. It's about our civil liberties, about our fundamental freedoms. It's of course press freedom, but more generally, freedom of expression. And without freedom of expression, we have no democracy anymore. And that's why we are all here today in front of the Royal Court of Justice to support Julian Assange. All the journalists in the world, and a lot of them are here today, but a lot are absent. I really don't understand why they're not supporting more their colleague, Julian Assange. Yes. This morning I had a live interview on the radio, and the third question of the journalist, it was a Belgian journalist, was, yes, but Julian Assange has put the life of Americans in danger, and Julian Assange, blah, 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 blah. And I answered them, why this question comes from you, because that is what the United States are defending in court. Why are you, as journalists, repeating the arguments of the CIA? That should not be your job. And so, we must all be aware that our presence here, it's for the human rights, it's for the civil liberties, it's for the freedom of expression, and that you cannot be prosecuted by exposing state crimes, crimes against humanity, war crimes committed by states like the United States, and be prosecuted for that. The question is, if Julian Assange is extradited to the United States, who will dare to be a whistleblower? Because either you're prosecuted, either the journalist who you give the information to will be prosecuted, and even if he's in another country, he risks to be extradited to a foreign country and faces lifelong prison sentence, 175 years or even more. And so it's our democracy that's in danger. We have to protect the investigation journalism, we have to protect the whistleblowers for our democracy, for human rights, for our fundamental freedoms. Thank you very much. And now Stella Assange is going to give you her impressions of what happened in the court this morning. I just want to speak a little bit to you because it's only a handful of us inside the room that actually can follow the proceedings. So I wanted to tell you about what was going on in there. We opened and we talked about Julian's political opinions and his political motivations. And they are clear and they're unchallenged, which is to expose state criminality. And what happens when you expose state criminality? The United States has taken a politically motivated prosecution against a journalist because he exposed him committing crimes. And so what's going on inside this courtroom is to determine how the extent of the cover-up. How is this court going to deal with this case? We heard that the case was only brought after the United States said that it would do anything to prevent the International Criminal Court from examining an investigation into U.S. activities in Afghanistan
and of course WikiLeaks evidence in the publication that Julian's indicted over are part of that case. WikiLeaks has been used as evidence in European Court of Human Rights and other foreign courts to expose state criminality. The United States is abusing its legal system in order to hound and prosecute and intimidate all of you. Yes. What's at stake is the ability to publish the truth and expose crimes when they're committed by states. The outcome of this hearing today will make it clear the extent of the cover-up. The only fair, I shouldn't even talk about fairness at this stage, because the country that's trying to extradite him plotted to murder him. Yes. What are we even entertaining in these courts? How can any how can you even entertain this hearing knowing what we know? It's all on the public record, and yet it continues. It's only a handful of us in that room, but you know what the stakes are. You understand what this is about. It's about you, it's about us, it's about the public's right to know. It's about the right to be able to speak freely without being put in prison and hounded and terrorized by the state. Yes. Thank you. Thank you all for staying, thank you all for listening. Please do stay this afternoon, please do come back and hear what will be happening in the courts. We'll be reporting back from this stage, back for 4:30 this afternoon. Please do stay around, do continue to protest. Please come back tomorrow and be ready when the court hearing finally ends tomorrow afternoon to march from here to Downing Street. We are the last line of defence for Julian Assange. We are the last line of defence in the most important free speech trial this century. And remember what it was that the New York Times said back at the time of the Iraq War, that there are two superpowers in the world. One is the United States and the other is world public opinion. We are today the representatives of that opinion on the streets of London. Please make sure you stay and fight and march tomorrow. Thank you very much. Free Julian Assange! 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 So, ihr habt es gehört, wir sind alle wichtig. People power can change us. Thanks for tuning in. Versucht doch bitte, die Mahnwachen in euren Städten rauszufinden und geht dorthin, um Julian Assange zu unterstützen. Uns alle zu unterstützen. Es geht um die Freiheit von Julian Assange. Es geht um die
Wiederherstellung der Pressefreiheit und es geht um unser aller Freiheit. Es geht zu den Mahnwachen in eurer Stadt. Heute 17:30 Uhr auf dem Opernplatz in Hannover findet eine einstündige Mahnwache für Julian Assange, Ich singe auch viel bei Friedens. der Schneemänner mit Würde statt. Bitte geht alle nach Hannover, alle die dort sind und uns und Julian Assange unterstützen wollen. Es gibt hier noch kein Ergebnis. Es wurde heute sehr viel vorgetragen, alles Dinge, die wir schon wissen. Morgen wird es weitergehen mit der Anhörung und dann müssen wir sehen, was passiert. Heute gibt es noch kein Ergebnis. Julian selber ist heute nicht anwesend gewesen, aus gesundheitlichen Gründen. Bitte unterstützt den Wendezeit Hannover Kanal auf YouTube und abonniert ihn sehr gerne. Auch diese Bauernproteste auch Vielen lieben Dank, dass ihr alle zugeguckt habt. Und ich denke, dass wir uns morgen wiedersehen. Free Assange, ihr Lieben. Ich beende jetzt den Livestream. Bis morgen. Free Assange.